Wir haben ja schon öfter hier über die Entstrickungsbesteuerung in der EU gesprochen. Diese wurde ja EU-weit letztlich vereinheitlicht mit der Anti-Tax Avoidance Directive, der EU-Anti-Steuervermeidungsrichtlinie ATAD. Wie sieht es aber nun in der Schweiz aus? Gibt es auch in der Schweiz eine Exit-Tax, eine sogenannte Entstrickungsbesteuerung? Damit wollen wir uns heute mal auseinandersetzen. Zunächst einmal vielleicht die Frage, was versteht man unter Exit-Tax? Was ist eine Entstrickung? Hier geht es also um den Bereich der Unternehmen. Wir reden jetzt also nicht von einer Wegzugbesteuerung, die ja letztlich ein Teil der Einkommenssteuer ist, die ich persönlich bezahlen muss, vielleicht als Eigentümer einer Gesellschaft. Das gibt es in der Schweiz natürlich nicht, Gott sei Dank. Die Schweiz ist eben doch noch eine Insel der Seligen. Wir reden jetzt aber davon, was passiert, wenn ein Schweizer Unternehmen Betriebsvermögen ins Ausland verlagert, zum Beispiel in eine Auslandsgesellschaft. Also nehmen wir das Beispiel an. Eine Schweizer Gesellschaft gründet eine Tochter in Malta und möchte nun dorthin gewisses Betriebsvermögen verlagern, vielleicht bestimmte Produkte, bestimmte Assets, ein bestimmtes IP, um in Zukunft vom günstigen Körperschaftssteuersatz in Malta profitieren zu können und dann in Malta letztlich dieses Business, was davor in der Schweiz gemacht wurde, teilweise dann zu übernehmen. Dann würden wir hier von einer Entstrickung sprechen. Wie sieht es nun aus? Kann ich das einfach machen, wenn ich eine Schweizer Gesellschaft habe? Muss ich da irgendwas beachten? Muss ich da irgendwas melden? Fallen da Steuern an? Nun, wenn Unternehmensvermögen aus der Schweiz verlagert wird, sodass es nicht mehr der Schweizer Unternehmensbesteuerung unterliegt, dann wird die Differenz zwischen dem Verkehrswert dieses übertragenen Wirtschaftsgutes und der Steuerbasis beim Wegzug grundsätzlich mit der Schweizer Körperschaftssteuer belastet. Also genau das Gleiche, was wir letztlich auch in Deutschland und in der EU unter der Entstrickungsbesteuerung verstehen. Das heißt also, das Asset wird letztlich bewertet und wenn es einen Wert hat, dann wird ja ein fiktiver Veräußerungswert letztlich gebildet und der muss dann versteuert werden. Die Körperschaftssteuersätze, wie ihr alle wisst, variieren in der Schweiz stark. Das ist von Kanton zu Kanton unterschiedlich. Man spricht hier von ungefähr 11-23% Steuern je nach Standort. Vielleicht sollte man noch erwähnen, dass abgesehen von den niedrigen Steuersätzen in bestimmten Situationen auch Sondersteuersätze für stille Reserven gelten, die spätestens im Jahr 2024 von einem Unternehmen realisiert werden, das bis Ende 2019 von der Sondersteuerregelung profitiert hat. So, zu den Ereignissen, die im Allgemeinen zu einer Besteuerung der stillen Reserven führen bei Unternehmen, gibt es in der Schweiz Folgendes zu sagen. Zum einen mal Übertragung von Vermögenswerten von einem in der Schweiz steuerlich ansässigen Unternehmen oder von einer schweizerischen Betriebsstätte auf ein in einem anderen Land steuerlich ansässiges Unternehmen oder auf eine nicht in der Schweiz ansässige Betriebsstätte. Punkt 2. Grenzüberschreitende Umzüge von Schweizer Unternehmen, also zum Beispiel Cross-Border Mergers. Drittens, grenzüberschreitende Fusionen von Schweizer Unternehmen. Viertens, eine Verlagerung des Ortes der tatsächlichen Leitung eines Schweizer Unternehmens ins Ausland. Ein sehr interessanter Punkt. Wir kennen ja dieses Problem vielfach auch in Deutschland und in anderen EU-Ländern. Wenn also die Geschäftsführung ins Ausland abwandert, dann wandert letztlich die Betriebsstätte mit ihnen ab, wenn eben im Inland dann keine Geschäftsführung mehr vorliegt. Das wird vielfach vergessen. Ja? Also der Geschäftsführer wandert ins Ausland ab und plötzlich ist im Grunde auch die steuerliche Betriebsstätte mit abgewandert. In der Schweiz sehe ich realistisch hier weniger ein Problem, denn dort ist ja gesetzlich vorgeschrieben, dass es einen in der Schweiz ansässigen Geschäftsführer gibt. Das heißt also, selbst wenn die Schweizer Geschäftsführung ins Ausland abziehen würde, müsste man jemand anders finden, der dann diese Rolle in der Schweiz übernimmt. Erfolgt die Transaktion, also das heißt die Übertragung des Wirtschaftsgutes innerhalb derselben juristischen Person oder innerhalb der gleichen Unternehmensgruppe, kommt die Besteuerung in der Schweiz grundsätzlich nur insoweit zur Anwendung, als die betroffenen Vermögenswerte nach der Transaktion nicht mehr der Schweizer Körperschaftssteuer unterliegen. Ist ein wichtiger Punkt. Ja. Das heißt also, wenn das Ganze natürlich Teil einer Gruppe ist
Und es ist also so gelagert, dass hinterher die Schweiz kein Besteuerungsrecht mehr hat, was nicht immer gegeben ist. Nur dann ist diese Steuer fällig. Bei Beibehaltung der Steuerbemessungsgrundlage in der Schweiz führen Transaktionen wie die folgenden nicht zu einer Exit-Tax. Nun kommen die Fälle, wann diese Entstrickung hier nicht ausgelöst wird. Erstens Übertragung des Anlagevermögens oder des Geschäftsbetriebes in eine schweizerische Betriebsstätte einer ausländischen Konzerngesellschaft. Ja? Also es wird zwar in eine andere Gesellschaft übertragen, aber letztlich sind beide Gesellschaften, beide Betriebsstätten jedenfalls in der Schweiz. Zweitens, grenzüberschreitende Sitzverlegung, grenzüberschreitende Fusionen, wenn der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung der Gesellschaft in der Schweiz verbleibt und kein Doppelbesteuerungsabkommen zur Anwendung kommt, nachdem der eingetragene Sitz bei der Bestimmung der steuerlichen Ansässigkeit Vorrang vor dem Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung hätte. Nur wenige Steuerabkommen der Schweiz tun dies übrigens. Drittens, eine Verlagerung des Ortes der tatsächlichen Geschäftsleitung, wenn der eingetragene Sitz in der Schweiz verbleibt und kein Doppelbesteuerungsabkommen zur Anwendung kommt, nachdem der ausländische Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung Vorrang vor dem schweizerischen Sitz bei der Bestimmung seines steuerlichen Wohnsitzes hätte, welchen den größten Teil der Steuerlast in der Schweiz ausmacht. Zusätzlich sollte man vielleicht hier noch sagen, dass viele konzerninterne Umstrukturierungen innerhalb der Schweiz de facto steuerlich neutral durchgeführt werden können. Je nach Transaktionsmodell kann jedoch eine Sperrfrist von 5 Jahren gelten, in denen man die Struktur nicht verändern darf, also zum Beispiel veräußern. Im Falle einer Veräußerung oder Verlagerung von Vermögenswerten aus der Schweiz, die während dieser Sperrfrist zu einer Exit-Tax führen würden, unterliegen die im Rahmen einer vorangegangenen steuerneutralen Umstrukturierung steuerneutral übertragenen stillen Reserven ebenfalls der Körperschaftssteuer. Sehr ähnlich wie in Deutschland übrigens. Auch andere Strukturen, für die aufgrund einer steuerneutralen Umstrukturierung eine Befreiung gilt, zum Beispiel Grundsteuern, Stempelsteuer bei Beteiligungsfinanzierungen, können bei einem Wegzug aus der Schweiz, welcher eine Verletzung der geltenden Sperrfrist zur Folge hat, tatsächlich ebenfalls fällig werden. So, es dürfte uns allen klar sein, dass natürlich hier der Bewertung dieses Vermögens, dieses Wirtschaftsgutes übertragen wird, eine wichtige Rolle zukommt. Bei der Verlagerung ganzer Geschäftsbetriebe erfolgt die Bewertung in der Regel auf Grundlage des gesamten Betriebs unter Berücksichtigung des Going Concern Ansatzes. Die Steuerbehörden akzeptieren in der Regel unterschiedliche Bewertungsmethoden, darunter die DCF-Methode, also die sogenannte Discounted Cashflow-Methode oder auch andere Methoden, die hier von den Steuerbehörden anerkannt sind. Wenn ein Unternehmen zuvor seinen Geschäftsbetrieb oder Vermögenswerte in die Schweiz verlagert hat und dabei eine Anhebung der Steuerbemessungsgrundlage erreicht hat, gilt im Allgemeinen die gleiche Bewertungsmethode sowohl für die Verlagerung in die Schweiz als auch für die Verlagerung aus der Schweiz. Wie du also siehst, die Schweiz ist hier nicht so ganz eine Insel der Seligen. Wenn du heute eine erfolgreiche Schweizer Gesellschaft hast und dir überlegst, diese ins Ausland zu verlagern, dann ist es möglicherweise ein ziemlicher Headache. Grundsätzlich kann man sagen, meiner Erfahrung nach, dass wenn es auch in Zukunft hier noch eine Möglichkeit gibt für die Schweizer Gesellschaft, die möglicherweise zurückbleibt, einen Umsatz und einen Gewinn zu generieren, dann lässt sich das Ganze vielfach steuerlich neutral gestalten. Wenn du also zum Beispiel sagst, nehmen wir den Fall, den ich gerade eben besprochen habe, das heißt, du hast eine Gesellschaft in Malta und diese Gesellschaft in Malta wird in Zukunft den Vertrieb von Produkten machen, kauft aber diese Produkte in der Schweiz weiterhin ein und in der Schweiz verbleibt eine Marge, dann kann hier der Steueranwalt bei der Steuerbehörde ein Tax Ruling besorgen, was möglicherweise sehr vorteilhaft sein wird. Und das ist genau auch der Ansatz. Wir arbeiten in der Schweiz ja mit sehr guten Anwaltskanzleien zusammen, die sehr gute Beziehungen haben zu den verschiedenen Steuerbehörden und die das Beste hier für dich und dein Unternehmen rausholen können. Wenn du dir also überlegst, Teile eines Schweizer Unternehmens ins Ausland zu verlagern, zum Beispiel nach Malta oder in irgendein anderes Land, dann melde dich gerne bei uns. Wir sprechen gerne über dein Vorhaben. Wir haben die richtigen Kontakte in der Schweiz und in anderen EU-Ländern
um dieses Vorhaben erfolgreich und unter unserer Leitung und Koordination über die Bühne zu bringen. Der Link zum Beratungsgespräch steht hier unten in der Beschreibung des Videos drin. Ich würde mich freuen, über dein Vorhaben in der Beratung sprechen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.